adaptiver Routenalgorithmus, LDS Lasernavigation, Trägheitsnavigation. Stopp! Was glaubt ihr, was ist das für ein Produkt? Ja, ihr wisst es natürlich durch den Titel, aber das könnte auch eine taktische Drohne sein oder ein ganz modernes E-Auto. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Es geht weiter. Automatisches Mobwischen, automatisches Mobtrocknen, automatische Tankbefüllung. Alles verstanden? Nein? Dann bleibt dran, denn ich zeige euch in diesem Video den nagelneuen Roborock S8 Ultra Pro. In diesem Video ein Unboxing, die technischen Daten und dann will ich natürlich dem Ding mal richtig auf den Zahn fühlen, der Praxistest. So, los geht's! Ein riesen Karton, der S8 Pro Ultra, ja, mit einer riesen Docking Station, dem Staubsaugerroboter selber und so weiter und so fort. Machen wir es schnell und packen den mal aus. So, Delle, könnt ihr mich überhaupt sehen? Ja. Also als erstes haben wir hier ja, so eine Schnellbedienungsanleitung. So, das ist quasi die Zufahrt für den Staubsaugerroboter. Bedienungsanleitung, Garantie etc. Da der S8 an sich, Netzkabel, ein Reserve Staubsaugerbeutel und dann haben wir hier, hallo, noch die Docking Station. Das war's schon. Ich denke, ich räume das hier alles mal weg und dann gucken wir uns mal an. Ersteindruck, was gibt's hier alles? Hier ist er, der Roborock S8 Pro Ultra. Schauen wir uns den mal an. Also erstmal die Haptik, das Design, eine glänzende Oberfläche, sehr wertig gebaut. Dann gibt es von der Bedienung hier oben 3 Knöpfe, einmal zum Anschalten, Ausschalten, zum Stoppen, zum Starten und um den Roboter zur Station nach Hause zu schicken. Dann auf der Seite hier eine Kamera. Das ist aber nicht so wie bei den Vorgängermodellen eine RGB-Kamera, sondern das ist eher ja, eine Schwarz-Weiß-Kamera, die so eine Art Punktematrix erstellt, um eben Hindernisse ja, erkennen zu können. Dann hier oben der LiDAR-Sensor, also Navigation per Laser und rundherum und auch hier oben Bumper, um eben, wenn er irgendwo gegenfährt, entsprechend reagieren zu können. Hier an der Seite ist nochmal ein Sensor, damit der Roboter an Wänden parallel gut vorbeifahren kann und das Ganze gerade bleibt. Drehen wir ihn mal um. So, vorsichtig. Und da fällt als erstes auf, oder da fällt eine ganze Menge auf, aber hier vorne zum Beispiel ist ein Ultraschallsensor, der erkennt, ob der Roboter auf einem Teppich fährt. Und wenn er auf einem Teppich fährt, wird der Wisch oder die Wischebene angehoben, damit das Ganze eben, ja, der Wischmopp nass den Teppich nicht nass macht. Allerdings bei höheren Teppichen funktioniert das nicht so gut. Dann gibt es hier in der Mitte im Prinzip die Saugeinheit mit 2 Silikonwalzen. Und das ist wirklich toll gelöst, weil die sind hier wirklich ganz toll zu warten. Ihr nehmt die Dinge einfach raus und wenn sich dann doch mal Haare drum wickeln, dann kriegt ihr die wunderbar raus. Ja, Vorteil der beiden Rollen, ganz klar, eine bessere Reinigungsleistung und zum anderen verheddert sich das Ganze nicht so stark in den Walzen. Dann gibt es hier die Eckenbürste, dreifach ausgefertigt und hier die Räder, die sind ein bisschen breiter geworden. Hier drumherum sind die Sensoren, damit er bei einer Treppe oder anderen Dingen nicht abstürzt. Und hier ist der Wischmopp. Und wenn wir den hier mal anheben, sehen wir schon eine Veränderung zum Vorgänger. Und zwar gibt es hier 2 Vibrationsmodule. Einmal hier und einmal hier. Und die vibrieren ganze 3000 Mal pro Minute. Roborock nennt das Vibra-Wise. Den Wischmopp könnt ihr hier ganz einfach rausnehmen, dann waschen in die Waschmaschine oder per Hand waschen. Ist aber mit der Station nicht unbedingt nötig. So wird er wieder eingefädelt und dann hier mit Krepp befestigt, weil die Station macht das alles für euch. Aber da kommen wir gleich zu.
Sehr smart gelöst im Wischmodus. Bei der Zurückfahrt zum Dock beispielsweise wird das alles wieder hochgezogen, damit der Wischmopp, ja, und hier auch die Walzen nicht den ganzen Dreck wieder des Wischmopps, der hier aufgefangen ist, in eurer Wohnung verteilen. Der Wassertank ist nicht herausnehmbar. Dazu habt ihr hier die Station. Aber schauen wir hier oben mal. Guten Abend. Hier könnt ihr... Der redet mit mir. Ja, ich weiß, ich habe es rausgenommen. Kriegst du gleich wieder. Hier habt ihr den Staubbehälter, natürlich mit dem Filter. Aru ist. Gut, dann kommen wir hier zu diesem Brummer. Der ist im Vergleich zum Vorgänger beim S7, ja, hier in diesem Design in einem matten Weiß, das war ja vorher durchsichtig, wo man die einzelnen Behälter gesehen hat, sieht deutlich edel aus. Deutlich edler aus. Grundsätzlich muss ich sagen, ist die ganze Verarbeitung und die Haptik wirklich absolut hochwertig. Aber was haben wir jetzt genau hier? Also die Rampe im Prinzip, wo der Wischroboter und Saugroboter dann hochfährt. Und hier oben in dem Bereich gibt es 3 Behälter. Dann habt ihr hier als erstes den Schmutzwasserbehälter mit 2,9 Liter Fassungsvermögen. In der Mitte Frischwasser, 3,5 Liter. Und hier an der Seite habt ihr den Bereich für den Staubsaugerbeutel. Und der Staubbeutel fasst bis zu 2,5 Liter. Die Station wechselt das Wischwasser, entleert den Saugroboter-Staubbehälter, reinigt das Wischtuch und trocknet es, und das sogar mit Heißluft. Und das ist auch relativ wichtig. Also so ein Staubmopp, wenn der ein bisschen, nicht schimpfen, wenn der ein bisschen nass geworden ist und nicht trocknet, boah, das stinkt und muffelt ordentlich. Und was mir auch noch richtig gut gefällt, das ist zwar eine Kleinigkeit, aber da merkt man, dass Roborock halt mitgedacht hat. Hier hinten zeige ich euch kurz die Kabelführung. Also erstmal ist ein langes Kabel dabei, wunderbar. Und dann könnt ihr das Kabel hier reinstecken und habt hier Möglichkeiten, das Kabel zu führen. Kleinigkeit, aber smart. Sicher für den einen oder anderen für euch interessant, je nachdem, was ihr für Möbel habt. Der Roboter hier ist 9,65 Zentimeter hoch, das heißt, der passt also auch unter die Couch recht gut durch. Stichwort Saugkraft, 6000 PA. Beim Vorgänger waren das noch weniger. Was heißt 6000 PA? Damit wird die sogenannte Druckdifferenz angegeben, also der Unterdruck, der beim Saugen entsteht. Deshalb gilt immer, je höher die Druckdifferenz, also desto höher ist die Saugkraft des Staubsaugers, und das PA steht übrigens für Pascal. Eingebaut ist hier in den Roboter ein 5200 mAh großer Akku. Das reicht für ungefähr 180 Minuten Saugleistung, und damit könnt ihr Pi mal Daumen 300 Quadratmeter reinigen. Ist der Roboter leer, braucht er ja ungefähr 4 Stunden, dass der Akku wieder voll geladen ist. Aber das geht natürlich automatisch. Wenn ihr mehr als 300 Quadratmeter habt oder mitten im Reinigungsvorgang, ja, geht der Akku zur Neige, dann fährt er natürlich selbstständig zur Station, lädt wieder auf und macht dann an dem Punkt weiter, wo er aufgehört hat. Logisch, Standard. Energiesparen und Nachhaltigkeit ist ja momentan aktuell in aller Munde. Und hier hat Roborock auch mitgedacht, wenn ihr sparen wollt oder ihr habt einen Stromanbieter, wo der Strom beispielsweise nachts preiswerter ist, könnt ihr den Roborock so programmieren, dass er nur nachts an die Ladestation fährt und dort sein Futter holt. Und dann abschließend noch kurz zur Lautstärke. 67 Dezibel gibt der Hersteller an. Das ist ein Standard, also eigentlich ein recht guter Wert. So, und jetzt reicht es hier mit der ganzen Theorie. Das ist ja alles schön, das anzuschauen, aber jetzt will ich halt mal das Ding in Betrieb nehmen. Das geht über eine App, über einen QR-Code, aber das zeige ich euch gleich. Und dann natürlich der Praxistest. Verschiedene Tests habe ich mir ausgesucht. Wir haben einen Hund und insofern, ja, mal sehen, wie das mit den Haaren ist und den ganzen Stofftieren, die unsere Bella im Haus so verteilt hat. Aber dazu nehme ich das Ding jetzt mit nach Hause. So. So, ein gutes Plätzchen ist gefunden für den Staubsaugerroboter, und jetzt heißt es einrichten, das heißt verbinden mit der App. Und da gibt es 2 Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann. Zum einen mit einem QR-Code über der App. Das heißt, ihr habt hier, wenn ihr hier die App habt, Scannen zum Verbinden. Da drückt ihr rauf und dann hier vorne Klappe auf. Da ist der QR-Code. Mit der Kamera einmal abscannen. Und dann hat er den schon gefunden. Und dann geht es auch los.
WLAN zurücksetzen, weiter. Und dann habt ihr hier das WLAN verbinden. Und schon seht ihr, Telefon wird im Gerät verbunden. Dann werden die Informationen an das Gerät übertragen. Und zum Schluss mache ich gern. Und zum Schluss verbindet sich das Gerät mit eurem WLAN-Netzwerk. Also wirklich einfach. Das war's schon. So, und dann seid ihr in der App und die ist echt richtig übersichtlich. Also hier im Prinzip wäre eure Karte, das machen wir gleich, einen Kartografierungslauf und hier oben habt ihr dann die Einstellung. Also ganz viele Möglichkeiten, auch in der Dockingstation, die Mobwäsche, was für Intervalle braucht ihr, 20 Minuten oder länger. Sehr, sehr komplex, aber gleichzeitig übersichtlich. Ja, und das Ganze beginnt dann im Prinzip, wenn ihr hier auf die Karte geht. Ihr habt verschiedene Kartentypen. Einmal hier eine 2D-Karte, dann habt ihr eine 3D-Karte oder eine Matrix. Und dann könnt ihr im Prinzip starten lassen. Schnelle Zuordnung, Anleitung zur Kartenerstellung. Müssen wir jetzt nicht durchlesen. Und dann geht's auch schon los. Und er fährt jetzt einmal durch die gesamte Etage und kartografiert das Ganze. Also mit Hilfe des LIDAR-Sensors oben, der kleine Turm, wird jetzt der gesamte Bereich kartografiert. Und ihr seht das geht relativ fix und sehr genau. Mit weiteren Staubsaugerläufen oder Wischmobläufen wird das Ganze dann immer optimiert. Er erkennt irgendwie temporäre Hindernisse und macht die Karte dann immer smarter und schlauer. Aber die Grundkartografierung ist jetzt schon abgeschlossen. Und jetzt fährt er wieder zur Homestation und dann ist er einsatzbereit für das erste Saubermachen. Ja, und hier in der App könnt ihr jetzt im Prinzip Räume einrichten. Da geht ihr hier auf die Karte und sagt zum Beispiel Raumname. Das heißt, er hat jetzt nur einen gesamten Raum, also macht ihr Teilen. Und wir teilen mal genau hier. Jetzt sind es schon 2 Räume. Dann wird nochmal geteilt. Und jetzt habt ihr beispielsweise 4 Räume. Die könnt ihr jetzt hier ganz einfach benennen. Sagen wir mal hier Küche. Und schon habt ihr eine komplette Karte und das Ganze kann gut starten. Ja, alles ist eingerichtet. Der Raum oder die Räume sind kartografiert und wir können jetzt starten. Ich habe das Ganze schon mal mit Amazon Alexa verbunden und gucke jetzt mal, ob die hört und den Roborock startet. Alexa, starte Reinigung mit Roborock. Starte Reinigungsvorgang. Oha, das klappt. Es ist jetzt beides eingestellt, also sowohl Wischen als auch Staubsaugen. Ich bin gespannt, wie sich der S8 Pro Ultra jetzt macht. Herrlich. Ich liege hier gemütlich auf der Couch und der Roborock staubsaugt. Und das macht er wirklich richtig gut. Auch die Lautstärke, also ich liege hier, klar, das ist jetzt kein Geräusch, 67 Dezibel, dass man schön schlafen kann. Aber das ist nicht besonders störend. Und ich mache es mir jetzt gemütlich und lass den Roboter für mich arbeiten. Herrlich. So, hier seht ihr mal, wie er um ein Stuhlbein rumfährt. Auch sehr genau in der Navigation, da wird er nicht durchkommen. Das erkennt er schnell. Da geht er mit dem Banker oben an den Turm ran, reagiert sofort, sucht sich einen anderen Weg und kommt da perfekt, ohne irgendwo anzustoßen, wieder raus. Das nenne ich präzise Navigation. Der S8 Pro Ultra fährt jetzt an die Multifunktionsstation und ich denke, jetzt geht es darum, einmal den Wischmopp zu waschen. Geschafft jetzt mit dieser ersten Runde hat er, ich würde mal sagen, 60% der Räume. Abwaschen wird gestartet.
Ja, Mob ist gewaschen. Das Ganze hat ca. 3 Minuten gedauert. Und jetzt fährt er wieder genau an den Punkt, wo er aufgehört hat und fängt an, weiter zu wischen und zu staubsaugen. Ihr seht jetzt zum Beispiel beim Weg dorthin ist der Mob oben. Er hat keinen feuchten Farbfilm, keinen feuchten Wasserfilm hinter sich her. Das heißt, klar, hier hat er schon gewischt, braucht er nicht und fährt jetzt also direkt zu der Stelle, wo es weitergeht. So, das war jetzt die Entleerung des Staubbehälters. Relativ laut, aber normal. Ich würde mal sagen, so wie ein Staubsauger. Muss ja sein, dass der ganze Staub hier auch rausgeht. Und jetzt hört ihr so ein ganz kleines Summen. Hier wird jetzt der Wischmopp getrocknet mit heißer Luft. Ich habe ein bisschen was richtig Ekliges vorbereitet. Guckt mal hier. Das ist Sesam, Krümel und Hundehaare. Und das werden wir jetzt mal hier in meinem Testraum ein bisschen ausbreiten alles. So, ein paar Hundehaare. Und dann gucken wir mal. Im ersten Durchgang machen wir nur einen Staubsaugerdurchgang. Wie gut kommt der Roborock hier mit dem ganzen Zeugs klar? Die Reinigung ist abgeschlossen. Dann gucken wir doch mal. Also, das sieht doch ganz gut aus. Hier in der Ecke 3, 4 Sesamteilchen. Ansonsten sehen die Ecken richtig klasse aus. Herrlich, mal so richtig den Boden einzusauen. Matschepampe. Es ist noch nicht ganz getrocknet. In 5 Minuten, denke ich. Und dann schauen wir mal. Wischleistung des Roborocks. Da bin ich wirklich gespannt. Los geht's gleich. 5 Minuten warten wir noch. Das ist noch ein bisschen feucht. Wir wollen das schön eingetrocknet. Das Ergebnis ist super. Hier ist überhaupt kein Schmutz mehr. Im gleichen Zug hat er auch noch die letzten Sesamkörnchen weggemacht. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt muss ich hier aber mal rausgehen, weil meine Socken nass werden. Jetzt gucke ich mir mal das Schmutzwasser an. Was hier in dem Ding drin ist. Also das sieht schon mal sehr dunkel aus. Gucken wir mal. So, was haben wir denn da? Ei. Genau so soll es sein. Jetzt gucken wir uns mal die Hinderniserkennung an. Also so richtig befreundet werden die beiden nicht. Ah, dein Leckerli, Bella. Und friss. Also das muss ich wirklich sagen, macht er akkurat. Er berührt die Stofftiere in den seltensten Fällen, wenn dann wirklich nur ganz sanft und bahnt sich hier seinen Weg durch den Parcours. Respekt vor den Stofftieren. Jetzt lege ich ihm hier noch mal ein Kabel hin. Erkannt und umfahren. Und jetzt machen wir den Kreis ein bisschen kleiner noch. Recht gemein, sodass er eigentlich kaum rauskommt. Mal sehen, ob er hier in der Zonenreinigung seinen Weg findet. Ja, da hat er sich seinen Weg gesucht und ist aus dem Kreis der Stofftiere raus. Was soll ich sagen? Eine Top-Ausstattung, eine hohe Saugleistung und eine tolle Wischleistung. Dazu die Mega-Verarbeitung, das durchdachte Konzept, die Hinderniserkennung, die wirklich fast ohne Fehl und Tadel ist.
und die echt tolle App und die simple Einrichtung. Also wenn ihr keine Ahnung habt von Apps und ja, eher so da nicht so bewandert seid, überhaupt kein Problem. Das erklärt sich alles von selber. Für mich hat hier Roborock die Messlatte nochmal höher gesetzt für alle Mitbewerber. Für mich ist das Top-Gerät momentan aktuell am Markt. Allerdings wird das auch erkauft durch einen ordentlichen und gepfefferten Preis. 1.499 € hier in der Ausstattung. Das muss man sich überlegen. Also ich selber, ja, als Freak von solchen Sachen, ich liebe das, finde den Preis durchaus angemessen, weil die Leistung halt wirklich überzeugt und was alles eingebaut ist. Aber klar, 1.499, ganz schön happig. Wer es ein bisschen preiswerter will, kann nur hier auf den setzen mit einer normalen Ladestation. Dann ist der Einstieg schon bei 699 € und dafür kriegt ihr echt eine ganze Menge fürs Geld. Ich sage wie immer Dankeschön. Danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dabei wart. Freue mich bis aufs nächste Mal. Bis dann, Tech for Fun.